Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es endlich mal wieder los. Wir haben uns an die Front gewagt, sage ich jetzt mal. Und ja, zum einsteigenden Sommer, sage ich jetzt mal, das perfekte Setting aufgestellt. Genau, Es geht für uns in die Wüste und Christian und ich, wir wollten heute einfach mal das spielen, was wir am Afrika-Korps fertig haben und an 8. Armee genau. und das einfach mal entgegenwerfen, beziehungsweise einfach mal random das reinschmeißen. Es ist nicht ganz korrekt Ja, vom Punktewert, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich fand die Idee von Christian ganz cool, einfach mal genau das jetzt zu stellen, was wir eigentlich fertig haben. genau. Wir haben einfach alle Miniaturen genommen, die bemalt sind und haben versucht, daraus eine Liste zu bauen. Beim Chris ist es jetzt nicht hundertprozentig regelkonform, weil er zwei Mörser aufstellt. Zum Beispiel, genau. Bei mir ist es nicht ganz regelkonform, obwohl doch jetzt im Endeffekt schon, weil ich Transportfahrzeuge einsetze. Bei mir sind zwei Brenncarrier und das Humber Car und ein Matilda. Dementsprechend habe ich 4 Fahrzeuge dabei. Aber es ist halt alles, was ich fertig habe und es passt aber von den Mhm. Punkten relativ gut. Ja, Wir haben 930 Punkte beide knapp. Ich habe es ein bisschen weniger, du hast 945 oder so. Sind also waren die 15 Punkte Unterschied. Das macht den Kohl nicht fett. Und was wir haben, sind jeder 10 Order Dice. Dementsprechend eine gemischte Veteranen-Regulärtruppe auch auf beiden Seiten. Dementsprechend haben wir da auf alle Fälle, denke ich mal, viel Spaß und ist relativ ausgeglichen. Genau. genau. Wie man sieht, mit den ganzen Figuren, die wir mittlerweile bemalt haben, kommen wir fast an die 1000 Punkte. Das wird Das war jetzt schon krass, demnächst ne? auf 1250 Punkte bei mir erweitert. Da wird es auch ein Video zu geben, wo ich wieder in Easy Army entsprechend den Aufbau euch zeige und es weitergeht. Ja, und dementsprechend werden wir jetzt erstmal versuchen, wie das denn mit den jetzigen Truppen schon funktioniert. Genau. Aber ich glaube, da werden wir schon eine Masse Spaß mit haben. Ich denke auch. Ganz wichtig nochmal zu erwähnen, wie ihr es vielleicht seht, sonst würde das hier ziemlich leer aktuell auf unserem Schlachtfeld aussehen, ist die Gebäude. Da gehen jetzt nochmal viele Grüße und vor allem vielen, vielen Dank auch nochmal an den Jens raus. Hier aus Und der, einen fetten Lob. Die sehen richtig gut aus, die ja, Dinger. Danke. die sind, passen perfekt. Ja, Also Jens aus der Community hat den Aufruf, ist dem Aufruf gefolgt, absolut freiwillig und hat uns hier ein paar Gebäude gestellt, die wir jetzt hier bespielen können. Und das ist wirklich für uns jetzt Gold wert. ja. Das erspart uns wirklich einiges an Zeit. Die sehen richtig gut aus, passen richtig gut auf die Platte. Und ja, wir werden euch die gleich auch nochmal im Detail zeigen. Und dann würde ich sagen, geht es auch langsam gibt's auf die Omme. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Armeevorstellung, Richtig? damit ihr seht, was wir aufstellen. Und dann geht's schon los mit der ersten Runde. Jo. Alles klar. So, hier haben wir die Tommys. Ich spiele hier vorne einen Veteranen-Lieutenant, First Lieutenant mit Kompagnon. Eine 10-Mann-Truppe mit Gewehren, regulär. Einen Veteranen Matilda. Matilda CS, das heißt mit Haubitze. Ein Veteranen Anti-Tank-Team. Einen Veteranen leichten Mörser. Einen Veteranen Humber Mark IV. 2 Veteranen Brenncarrier mit zusätzlichem LMG, die bestückt sind mit 2 5-Mann-Teams regulär. Alle meine Infanterie-Teams haben entsprechend auch Handgranaten, weil wir in der Mission das Flugfeld zerstören sollen und die Handgranaten einmal gegen Fahrzeuge natürlich sein sollen und zum Zweiten sollen sie auch als Demolierungsmethode für das Flugfeld hinreichen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, die Deutschen. Die Deutschen. Die Deutschen, was haben sie? Die verteidigen hier natürlich erstmal so ein bisschen ihr Flugfeld. Wir haben hier einmal die 8-8 als Veteran.
fest montiert auf diesem Gebäude. Mit genug Munition, weil die Jungs schleppen nicht schon Richtig, wieder. die schleppen hier schon alles hoch. Genau. Dann haben wir einen kleinen Mörser, Veteran. Dann haben wir hier eine Wachtruppe, 9 Mann, mit einem NCO, der eine MP hat und ein LMG. Auf diesem Dach hat sich ein MMG-Team positioniert, auch Veteran. Und hier haben wir den zweiten Mörser, einen mittleren Mörser, auch Veteran. Das ist jetzt die einzige Geschichte hier in unserem Spiel, die Nicht ganz regelkonform nicht ganz ist. regelkonform ist, Aber wir würden bestimmt zur Not auch irgendeine Liste auch finden, wo das erlaubt ist. richtig, genau. Genau. Ja. Und ja, als Ersatztruppe, beziehungsweise wenn hier Not am Mann ist, gibt es im Hinterland noch eine kleine Truppe, die eingreifen könnte. Wir haben hier einmal das Spähfahrzeug, den Sonderkfz 222. Dann haben wir einen kleinen, leichten italienischen Panzer. Ich weiß gerade nicht mehr, Amarato oder so hieß der, glaube ich. Muss ich nochmal gucken, ich bin da noch nicht so fit mit den Wenn wir ihn Italienern. reinholen, dann wissen wir es. Genau. Dann ein Anti-Tank-Rifle, auch Veteran. Dann den Offizier, das war First Lieutenant und auch Veteran, genau. Und die zweite große Infanterietruppe, auch wieder 9 Mann, NCO, MP und ein LMG. Genau, das sind die sind Deutschen. auf beiden Seiten, wie gesagt, 10 Punkte. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Flug über unser Spielfeld. Richtig? Die Engländer werden hier von der Seite kommen. Das heißt, wir spielen diesmal über die lange Fläche, dementsprechend auch 8 Runden. Mein Ziel ist es, einmal quer durch die Deutschen hindurch das Flugfeld zu erreichen. Das heißt, die letzten 12 bis 16 Zoll, müssen wir gleich nochmal entsprechend festlegen, müssen meine Truppen erreichen. Und da muss ich mit mindestens 2 Trupps hin, damit ich auch entsprechend was kaputt mache. Richtig. Genau. Ansonsten hat natürlich der Deutsche gewonnen, wenn ich mit keinem erreiche. Nur mit einer Truppe ist es auch schlecht. Dementsprechend. Wenig Sinn, genau. So sieht's aus. Genau. Ab der zweiten Runde kannst du deine Reserven reinholen. Ich komme standardmäßig mit meinen Truppen rein und schauen wir mal, wer mit der Hälfte auch ganz normal und dann ab der zweiten Runde auch mit meiner Hälfte als Reserve. Richtig, genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Stimmt, das passt ganz gut. fangen wir einfach an, schmeißen die Würfel in einen Beutel und dann würde ich sagen, wie immer, auf ein faires. Ja. So, Es geht los. Erste Runde. los geht's. Erste Runde. Die Würfel. Grau. Ja, das kannst du ja mal am besten nicht selber ziehen. Ne? Ja, dann sage ich schon mal, einer geht raus. So, die Trummis. Ja, mache ich doch das gleiche. Erstmal einen Brand Carrier auf Down. Die nächste. Noch eine Truppe raus. Du wieder. Jupp. Die Truppe im Brand Carrier geht down. Nochmal du. Der nächste Brand Carrier. Nochmal du. Der Humber. Geht down. Das ist ja fast alle, ne? Ja. Grau. Der italienische Panzer. Caro Amato. Caro Amato. Ja, okay, das stimmt. Wenn ich es richtig ausspreche. Ja, ich muss da noch ein bisschen warm werden mit den Italienern. Das ist, wenn ich die erst dann anfange zu spielen, dann klappt das, glaube ich, besser. Ja, ja. Für alle italienischen Freunde, wir haben die Italiener, beziehungsweise du hast die Italiener ja jetzt mittlerweile schon gebaut. Ich denke mal, da gibt es demnächst auch nochmal ein Update-Video zu, entsprechend. Richtig, genau. Und auch da geht es weiter. Wieder ein grüner. So, dann werde ich jetzt mal meine erste Truppe reinbringen. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du doch die Genau. E-Draußenplatte schon komplett durch, ja. Ja, dann würde ich sagen, Ich kann dir ja mal hier den Staffelstab abnehmen. Ja. Dann kannst du mal. bitteschön. Schauen. Mathilda kommt rein. Ja, den Mathilda werde ich mal versuchen reinzubringen.
mache ich es denn am besten? Am besten mache ich es gut. Genau, zeig nochmal schön die Häuser in der Totalen, hätte ich was gesagt. Ja, also hier gehen echt nochmal richtig fette Grüße an Jens raus. Das ist wirklich klasse. Ich versuche einfach mal hier einen Run zu machen. Also, das ist ein Matilda. Matilda ist slow, der darf nur... Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier... Jo, fällt mir auch gerade ein, wie Schuppen von die Augen. Dann lasse ich den woanders reinkommen. Dann entscheide ich mich so nochmal. der- Entschuldige bitte, dass ich das falsch gemacht habe. Genau, das ist ja ein Infanterieunterstützungstank. Also dieser Anti-Blitzkriegpanzer. Genau, oder mache ich das anders? Ja, jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt mache ich das. Ich habe das entschieden. Ich mache einen Run. Ja. Ist mal so. Man hat schon wieder Angst, was falsch zu machen. Nein, hat man eigentlich nicht. Aber hat man doch, oder? Hat man nicht? Ach, Hat man immer. Man hat immer in der ersten Runde Du bist Angst. grau. Grau. Das könnte, ich könnte jetzt gemein sein und jetzt schon mal die 8-8 aktivieren und vielleicht mit einem glücklichen Treffer den Matilda schon versuchen abzuschießen. Aber ich habe ja hier noch ein paar Jungs draußen, die nehme ich erstmal. Mann, bist du wieder sozial. So, dann der letzte. So, jetzt sind meine auch komplett, die erst in der zweiten Runde kommen, draußen. So, jetzt, aber wenn ich jetzt einen grauen sehe. Komm, wir versuchen es. 84 Zoll hat das gute Stück, ne? Mhm. Lass mal gucken, wie weit wir überhaupt sind. 22. So. Ja, dann ist das die. Hast du denn Großdeckung? Nee, ich sehe dich ja da voll nicht. Noch erhöht. Das ist eine 5. 5 in der Front, ne? Das heißt, Das sag ich nicht, du petzt. Was hat die denn für eine Penetration? Eine 7, glaube ich, ne? 7, die hat er richtig. Ich glaube, das ist ein fieser Möb. Komm, ich würfel erstmal. Eine 4. Das müsste auf jeden Fall was sein. Müsste ich mindestens. Die hat eine 7. Jo, dann haben wir 11. Das heißt, in der Front, wobei, nee, eigentlich ist es sogar Seite. Das ist deine linke Seite vom Panzer. Das heißt, du brauchst, glaube ich, sogar nur eine 9. Wir können mal hier nochmal. Ja, ich wollte gerade sagen, nimm mal den Laser. Die hat ja 360 Grad, die Flak. Die 8.8. Sieht man so schlecht, ne? Die Batterie ist schon wieder so leer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir brauchen mal eine neue Batterie. Man sieht es auf dem Siehst du? Bild auch gar nicht mehr, glaube ich. Nee. Aber guck mal hier. Das ist. Die hat ja 360 Ja, Grad. wollen wir uns das ist jetzt- wollen wir uns jetzt nicht drum streiten. Ja. Das ist eigentlich klar wie Kloßbrühe. Das heißt, was hat er denn? Hat er denn. Der ist ja kein schwerer, ne? Das ist trotzdem mittlerer. Der müsste die 9 haben. Ich meine 9, ja. Ich gucke aber eben mal nach, dann wissen wir es genau. Jo. So, jetzt philosophieren wir nochmal. Wir haben nachgeschaut. Der Matilda hat eine 9. Verzeiht bitte, ich spiele den Matilda jetzt das erste Mal bewusst. Dementsprechend hatte ich das noch nicht auf dem Schirm. Er hat eine 9, das heißt von der Seite ist die 8. Ja. Mit der 11 sind wir dann doppelter Schaden. Das heißt, du darfst 2W6 würfeln. Das heißt, ich vermute, das war's. Aber du könntest natürlich auch 2 Einsen würfeln. Das stimmt. Die Gefahr ist ja bei mir groß. Ah, nein. 5 oder 3. Eine 5, damit ist der Matilda leider schon aus dem Rennen. Das ging aber schnell. Ich hasse die 8-8. Schuft. So, Leute von heute. So sieht's aus. Also spielt die 8-8. Nein, ich habe sie jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal, wir haben gerade eben philosophiert. Das zweite oder dritte Mal maximal habe ich die jetzt mal eingesetzt. Ne? Und ja, waren ja auch alle
Punkte auf meiner Seite, freie Sicht. Ich hätte doch meinen freien Artillerieoffizier mal einsetzen sollen. Sagen, denn auf Mann, hab ich Mann. eigentlich Angst gehabt. Hab ja extra verzichtet drauf. Ja, aber wenn das Spiel so gut für mich beginnt, dann ist es ja meistens so, dass ich dann den kürzeren ziehe am Ende. Aber ich bin immer noch positiv gestimmt. Guter Einstand. So, nicht lang schnacken, nächster Würfel. Grau. Nein, deine 8-8 hat keine 2 Schuss. Die haben doch so schnell geschossen, die Jungs. Kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt filme ich dich erstmal beim Trinken. Das Siegesbier. Genau, das Siegesbier. Das Matilda-Siegesbier. Richtig. So, Christian hat ja sonst noch nichts hier auf den Tisch gebracht, deshalb habe ich mir überlegt, das MMG geht hier mal in den Ambush. Da kann man nichts verkehrt machen. Und dann ziehe ich den nächsten Würfel. Mach doch, feige. So, dann bist du wieder Zug. Ich glaube, ich muss mein Handy mal leise machen. Ich übernehme das mal Alles hier. klar. Zack, Klappe Handy. So. Die einzige Artillerie. Ja, jetzt habe ich Christian hier ein bisschen aus Ja, der aber Reserve total. gelockt, ne? So. Jetzt mal hier mit meinem leichten Mörser. Einen Run. Habe ich ja wenigstens ein bisschen Deckung. Wollte gerade sagen, das kann man doch jetzt als positiv erwähnen. Hast ein bisschen für eigene Deckung. für eigene Deckung gesorgt. Nochmal Dafür ist der Matilda ja eigentlich da, ne? Als mobile Deckung. Dementsprechend, ja. Funktioniert das. Ey, so lange habe ich den angemalt, ne? Echt mal. Und dann ist der hier. Mann. Noch nicht mal, die Runde ist noch nicht mal vorbei und fertig. So, nächster Würfel. Grau. So, der mittlere Mörser, Jener hier. der sich da hinter dem Grünkohl versteckt, der wird hier mal auf Christians kleinen Mörser schießen. 32 Zoll. Jungs, Deckung! So, General Armageddon ist wieder auf dem Schlachtfeld. Ja, ich sag dir, da ist er. Und? Ah, nee. Ah, die gute alte Anti-6. Gute alte ID6, sehr gut. Dann gehe ich mal hier auf 5, ne? Beim nächsten Mal. Jo. Ich muss mich nur 2 Zoll bewegen, dann Oh. hat sich das erledigt. Dass du gerne als Mörser machst, aber du musst ja Der leichte Mörser muss sich bewegen, dafür lebt er. Musst ja. So, dann bin ich nochmal dran. Dann versuche ich mit meinem Mörser. Tja. Was macht denn der Mörser? Du meinst den leichten? Den leichten. Ja, meinen leichten sehen sie nicht. Das Einzige, was du gar machen nichts. kannst, ist ein Ambush, ne? Ich versuche mit dem einfach nochmal die Position zu wechseln. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Die gehen einfach hier hinter das Haus. Ah. Chestboxen. So. Mal gucken. Ja. So, dann du. Alles klar, dann überlege ich mal. So, Christian hat jetzt einen größeren Infanterietrupp reingebracht. Die waren auch regulär, ne? Ja. Und stellen sich jetzt parallel zu dem abgeschossenen Matilda, aber haben hier auch eine gute Deckung durch die Ruine. Mit einem Run, ne? Genau. Ja, genau. So, meine letzte Infanterietruppe, die ich eben gezogen habe, die geht hier einfach nur down. Die müssen ja jetzt eigentlich nichts machen. Christian hat immer noch nicht genügend Truppen auf dem Feld, von daher Einen Mann vergessen. Nachzügler.
So sieht's aus. Siehe unten. So, was kommt noch rein bei dir jetzt? Bei mir kommt noch das Anti-Tank-Team. Macht auch einen Run. Und der Ufz mit seiner Teetasse. Ja, dann kommen wir auch zuletzt rein. Ne? Der war noch am Tee. Ja gut, den letzten Würfel brauche ich gar nicht mehr legen. Ja. Ende der Runde. Ja, so schnell ging das. Dann sind wir in Runde 2. So, willkommen in Runde 2. Christian Genau. hat den ersten Order Dice und Ich bewege mal hier meine Truppe. Die machen auch entsprechend wieder einen Run. So, Chris, sein mittlerer Mörser schießt wieder auf meinen leichten Mörser. Ja, ich bin auf die 5 eingeschossen. Also bitte eine 6 oder 5. Da ist die 5. Treffer! Ums, ja, Schablone brauche ich ja. Brauchst du nicht, genau. Du musst 2 Würfel würfeln. Was sind jetzt 2 Minis. Ich glaube, ich verliere diesmal mal sowas von. Was hat der für ein. Eine Dreier. Da ich. Die ist nicht mal weg, oder? Ja. Ich meine DSK plus 3. Hätte ich im Kopf. Ich habe die ganzen. Die HE-Tabelle musst du gucken. Das ist, glaube ich, eine Seite vorher. Genau. Da müsste irgendwo die HE-Tabelle sein. Da oben. Ja, eine 4 und eine 2. Wir haben jetzt mal eben nachgeschaut, ich hatte es schon wieder nicht mehr im Kopf. Sorry. Ein DSK plus 2. Das heißt, ein Kompagnon ist schon mal tot. Und wir haben noch W3 Pins. Ja, 2. Alles 2 klar. Pins. Und du musst trotzdem einmal checken. Genau. Das heißt, vielleicht verzieht er sich ja auch, der Kollege. Schnürschuh. Nein. Wir haben eine 5. Ich glaube, damit passt das. Ja. Zwei Pins. War das? Mann, werde ich zusammengeschossen hier. Ey. Sagenhaft. Ja, ich spiele jetzt mehr Mörser und mehr Artillerie. Das liegt mir, habe ich festgestellt. Ja, du hast die früher immer so ein bisschen gemieden, die Sachen, ne? Ich habe die immer gemieden. Ich weiß nicht, ich war komplett gegen Artillerie. Ich fand die einfach zu immobil. Immobil sind sie ja auch, aber Ja. wenn sie treffen, dann machen die ja ziemlich Ja, klar. bumm. Aber irgendwie habe ich damit nicht meine Chancen gesehen. Vielleicht sollte ich das ändern. Captain Armageddon, ey. Tja, dann würde ich sagen, dann vorwärts, ne? here we Vorwärts go. immer, rückwärts nimmer. Das ist der Leitspruch für dich heute hier. Ja, du könntest ja jetzt auch Truppen reinbringen, die jetzt ab der zweiten Runde reinkommen können. Ne? Ja, so sieht's aus. Aber Ich könnte dir auch ein Snap to Action anbieten. Das liegt dir ja auch nie so. nee, das sind die Sachen, die ich immer vergesse. Aber ich habe höchstens eine Einheit, die in der Reichweite ist, würde ich jetzt mal sagen. Ne, 2. Der Mörser auch. Ja. Ja, gut, lohnt sich jetzt gerade nicht in der Situation. Wobei ich habe einen First Lieutenant. Das ist ja selten, dass ich mal einen First Lieutenant spiele. Das heißt, ich hätte ja sogar 2 Würfel. Ja, Weißt du was, ich mach das mal. mach das. Dann gib mir mal 2 Würfel bitte.
So, Christian macht Snap to Action. Das heißt, ist ein First Lieutenant, er nimmt 2 Einheiten in seinem Umkreis und gibt denen eine Aktion. Einmal der Mörser Yogi. Genau, den und Mörser das- werde ich jetzt erstmal die würfeln, Tinky. ob der überhaupt was tut. Ja, er hat nur noch einen Pin. Der rächt sich jetzt. Boah, der sich recht. An wen? Weiß ich noch nicht, aber bestimmt Achso, du müsst das mal verlegen, okay. wird der erstmal rennen. Weil schießen tut er nicht. Der hat ja auch nur 24 Zoll. Ich muss ja erstmal in eine Ja. Reichweite kommen. Ne? Das ist schon richtig. So, das gleiche mache ich hier. Mit dem Offizier. Mhm. Ja, ist erstmal sinnvoll, die aus der Erstmal aus rausholen. der 8.8 rausholen, den Scheiß. So, ich bin dran und ich würde jetzt gerne was aus meiner Reserve reinholen und entscheide mich mal für meinen Offizier. Das wird er ran. Mit einer 5 kommt er rein. Und er rennt hier direkt hinter das Haus. Fast genau. Damit er hier erstmal bei seinen Truppen ist. Um da jetzt zu checken, was jetzt hier Sache ist. Ohne Offizier läuft es nämlich nicht. Oh, meistens so, ne? So, nochmal meine Wenigkeit. Dann würde ich nochmal was aus der Reserve holen. Und würde mich jetzt in der Tat für den Spähwagen entscheiden, für das Sonderkfz. Das ist ein regulärer. Ja, war regulär ausgewählt, ne? Ich muss eben kurz mal überlegen, weil wir die Liste vorhin gemacht haben. Mit einer 8 packt er das auch noch. So, und der wird sich jetzt. Das ist ein Radfahrzeug. Genau, da wir hier in der Wüste sind und entsprechend natürlich wir hier ein bisschen anders aufgestellt sind wie sonst und längs spielen, darf der Chris über die lange Kante und über die hintere kommen. Das heißt also von seinem Flugfeld als auch von seiner Seite. Bei mir ist es mit der Reserve genau so. Ich darf hier über die lange kommen. Allerdings nur bis zur Hälfte, weil es muss ja in irgendeiner Weise auch zum Flugfeld noch etwas interessant bleiben. Und halt auch von der kurzen hier. So, ich werde hier vorrücken bis an das Fass. Das passt genau und kann hier die Einheiten da drüben noch versuchen unter Feuer zu nehmen. Ja. Oder bin ich da zu nah an meinen eigenen Truppen wahrscheinlich, ne? Du schießt über deine eigenen Truppen weg, ja? Ja, das ist ein bisschen Friendly Fire mäßig hier. Das lasse ich mal. Das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Ich lasse ihn hier stehen. Alles gut. Da frisst er jetzt auch kein Brot, von daher. Das war der Offizier. So, nächster Würfel. Nochmal grau. Aha. Ich will nicht so viel Reserve reinholen, weil deine ist ja noch nicht drin. Dann werden wir mal das MMG aktivieren und munter auf diesen großen Trupp hier feuern. Dacker, dacker. 36 Zoll. Wir haben hier 23. Ein deutsches MG, das heißt, das sind 6 Schuss. 6.
So, habe mich nicht bewegt. Das ist die 3, lange Reichweite. Die 4, keine Deckung. Die 4. Du kannst auch nicht down gehen. Wo ist denn da keine Deckung? Also das verstehe ich gar nicht. So, Ja, ich schiebe ja schon zurück. du willst jetzt nur ablenken. Ja, genau. Das kann ich am besten. So, aber nach zweimal gut kommt Scheiße, ne? Nee. Bei dir nicht heute, glaube ich. Was haben wir denn hier? 3 Treffer. 4 hat man gesagt, ne? Ja. Ja, 3 Treffer. Hälfte okay. passt. Genau. Dann bist du Regulär. Das heißt, auf die 4 gibt es 4 Booste. Ja, siehst du? Ja, aber ein Pin. Ein Pin. Ja, so. Dann ich ziehe einfach mal weiter so für dich, ne? Weil ich denke mal, jetzt kommst du auch du. Das ist aber mal was. Ja, dann muss ich auf alle Fälle mal Reserve würfeln, ne? Ich probiere dann mal einen der Brand Carrier reinzubringen. Mach das. Waren die Veteranen? Die waren Veteranen, ja. Da sind meine Würfel. Zack. Mit einer 9 kommen sie rein. Ganz knappe Geschichte. Aber sowas von knapp. Ich gebe dir mal Ja. den Stab. So, Christian bringt den ersten Brenncarrier rein. Mit einem Run. Genau. Oh. Mein Würfel steht wieder hinten. Der nächste Würfel ist ein grauer gewesen und der Chris versucht seinen Panzer reinzuholen. Oder nicht seinen, sondern den italienischen. Oh, mit 2 Einsen, wollte ich gerade sagen. Für einen Italiener aber ganz schön motiviert. Ja. Der hat hier eine Ansage bekommen. Hier, du bist der einzige Panzer. Mal Junge, dann Aber den spielen wir ja auch nach deutschen Regeln. Es ist ja nur ein Leihpanzer. Genau, der ist hier ausgeliehen hier für die Geschichte. So, ich darf ja auf der Kante auch rein, ne? Ja, du darfst auch hier auf der Kante rein. Jo. Dann fährt er mal hier rein. Und ja, er versucht einfach mal zu schießen. Was hat er denn eigentlich für eine lustige Bewaffnung? Mal eben kurz. Ich wollte spicken. gerade sagen, die Karten sind natürlich jetzt auch mal vom Vorteil. Ja, die sind immer ganz praktisch, finde ich, jetzt für solche Ja. Aktionen. Gerade wenn man die jetzt nicht auf dem Schirm hat, statt jetzt irgendwie im Buch zu wälzen. Hat auf jeden Fall eine leichte Anti-Tank an. Die werde ich jetzt mal schießen. Die hat 48 Zoll. Und zwar auf den großen Trupp hier. Ja, 40 sogar. Bis zum ersten Mal. So, natürlich HE. Wir haben lange Reichweite, ist die 4. Ich habe mich bewegt, ist die 5. Aber du hast immer noch keine Deckung. Jo, ist die 5. Oh, die 5 gesehen, er ist nochmal gekippt auf die 1. Okay, ja gut. Dann war es das für den. Aber er ist schon mal drin. Was hat der für eine Panzerung? Eine Achter? Der hat eine 8er, ja. Nochmal grau. Ja, Christian. Dann werde ich versuchen, das Anti-Tank-Team reinzuholen. Mhm. Es ist ein Veteran-Team. Die haben auch Bock. Mit einer 4, Mensch. Habt ihr Deine wohl Jungs die- wollte ich gerade sagen, wollen aber auch. Schnürchen, ne? Das klappt wie am Schnürchen. Die werden... Oh, ich fange nochmal die schönen Häuser ein. Bis der Chris sich entschieden hat, wo seine Anti-Tank-Jungs hinwollen. Die haben glaube ich 36 auch.
parallel. Ja, genau, aber erstmal reinrennen. So, der nächste. Nochmal grau. So viele graue dürften aber gar nicht mehr drin sein, ne? Obwohl doch, dein Trupp, die 8,8. Ja, es sind noch welche. Ja. Den kleinen Mörser haben wir hier noch. Da hast du gesagt 24 Zoll. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen wegbewegt, aber egal. Dann bewegt man die. Für ein Advanced. Dann seid wieder hier. Und dann werden die Chance nutzen. Und hier auch nochmal auf den Trupp. Ja, dann haben wir nur noch 14,5. Und Eine Anti-6. Juhu. so, nächster Würfel. Jetzt bist du aber dran. Na, endlich. Ich probiere mal hier den Umbi. Dann würfel mal. Hier, ich gebe dir zwei Ratten. Hast du sie schon wieder eingesackt? Ja, Ja. er auch ein Veteran ist, will er. Ja, ein bisschen doof. Die Reserve hätte ich ja von bis zur Mitte kommen lassen können. Ich doof, ne? Ja. So, Christian ist hier vorgerückt und möchte jetzt hier meinen Offizier beschießen. Kurze Reichweite, bewegt ist die 4. 2 Schuss, Mit Autocannon. der Autokanone. Hey. Kleines Ziel hast du auch. Kleines Team. Nein, habe ich nicht. Gut, dann hat nichts getroffen. Wollte gerade sagen. Stimmt, das war ja Team. Egal. Willst du denn hier etwa schon General Armageddon feige in den Rücken schießen? Ja, so sieht das aus. Das heißt, die Feige in den Rücken. Ja. Ist doch hier mit dem Rücken zu dir gewandt. Eigentlich will ich deine 8-8 ablenken. So, ich habe meine letzte Reserveeinheit reingebracht. Die ist hier in Deckung zu dem Haus reingekommen mit einem Run. Das bedeutet, alle Deutschen sind drin. Und das heißt auch fast, dass... Nee, ich habe glaube immer noch ein paar Würfel. Ja, haben. ich habe immer noch ein paar Würfel drin. Aber jetzt ist erstmal Christian dran. Ja, Christian hat schon den zweiten Brenncarrier in der Hand. Genau, ich würfel erstmal, ob er überhaupt kommt. So, mit einer 6 kommt er auf alle Fälle. Diesmal werde ich mich auch daran erinnern, dass ich auch die 36 Zoll benutzen darf. Das heißt, hier reinfahren. Und mit meinen 2 MGs auf das Anti-Tank-Team schießen. Ja. Bewegt. Lange Reichweite, bewegt, kleines Team ist die 6. Aber 8 Schuss. Ja. Zwei Treffer. 2 Ratten. Veteran auf die 5. Nein, Ein aber Pin. ein Pin. Chris möchte mit seiner 88 schießen. Ich gehe mal davon aus, dass du auf meinen armen Humber schießen willst. Ja, das ist am sinnvollsten.
Wir haben 21. Das ist mehr als kurz. Ojo. Frei. Auf die 3. 1, 1, 1. 3. Ah, verdammt. So. Ja, dann. Was hat er denn? Eine 7, ne? Oder Eine 8, eine meine ich. Mhm. Wenn ich mich nicht vertue. Aber es sind schon mal So, 7. sind wir Es wieder sind 11. auf alle Fälle wieder 2 Stück. 2 Stück. Oh, 2 Einsen! Shaken, shaken. Dann, ja. Zweimal shaken, wie war das dann? Ich glaube, Pins gibt das nur. Du hast einen zusätzlichen Pin. Du gehst down. Ach, hier, blockierte Türen. Ja, auch bei dem 1. Stimmt da mal was. Also zweimal auf blockierte Türme dann so gesehen, ne? Richtig? Hm? Ups, machen wir mal den ein. 4, ich weiß gerade nur nicht, wann das 4 bis blockiert zu ist. 6 ist blockiert. Ja, dann ist er schon blockiert. Also bleibt der jetzt so stehen. Du kriegst einen zusätzlichen Pin. Also 2 Pins ja so gesehen, ne? Ja, Also 3 Pins. richtig. So, ihr habt es jetzt gerade verfolgt. Christian hat Glück im Unglück gehabt. Zweimal durchgeschüttelt. Der Turm ist nur blockiert. Ansonsten 3 Pins. Also damit kann man noch was machen. Ich habe noch einen Würfel. Christian hat gleich im Anschluss noch einen Würfel. Was machen wir jetzt mit der Truppe? Wir müssen trotzdem uns hier mal ein bisschen rausbewegen und einfach mal Action machen. Das heißt ja Bold Action, nicht Bold Versteck oder Genau. Bold Down oder. Jetzt müssen wir ein schönes Wortspiel finden. Genau, stellt schön eng zusammen. Ja. Sollen ja auch alle ein bisschen was treffen. Ich visiere hier natürlich immer noch die Haupttruppe an. So, wir haben hier das MG, das ist ein Kurz. MP kommt nicht mehr ran. Und die Gewehre sind aber alle in lang. So, sehen tue ich trotzdem die meisten der Leute, deshalb profitieren die da nicht von der Deckung. Ich habe mich bewegt, ist die 4 ich mache erstmal das MG. Genau. Ach, das MG, das ist ein LMG, das heißt 5 Schuss für mich. Bewegt ist die 4. Das war's. Bei anderen Sachen profitierst du nicht von. Da haben wir schon mal 4 Treffer. So, der MP-Mann, nein. Ein Dings, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der andere ist der Loader vom MG-Schützen. Die auf die 5 wegen langer Reichweite. Da haben wir nochmal 2. Du bist regulär, Ja. also auf die 4. 1, 2, 3, Das 4. sind 4. 4 Tote, verdammt. Ja. Und ein Pin. So, mein letzter Würfel. Ich gehe mit meiner zweiten Brand Carrier Truppe entsprechend down. Genau. Uns ist gerade aufgefallen, wir haben vergessen zu sagen, dass meine Tommys natürlich entsprechend wieder die Rapid Fire Regel haben. Genau, das hatte ich vergessen anzusagen. Alles locker aus der Hüfte. So sieht's aus. Runde 3 wird kommen und wir räumen auf. Runde 3. mal dein Glück. Nee, ist dein Glück. Ein grauer. Ja, dann würde ich jetzt mal hier einen Snap to Action machen. Und zwar würde ich jetzt den Offizier nehmen und die 8-8. Jetzt mal so da noch einen Würfel rausgeben. 1, 2, 3. Du hast einen First Lieutenant, ne?
Ja, Ein aber ich muss die ja Oberleutnant. sehen, die Leute. Ach so, du musst die sehen, das wusste Die ich ja gar nicht. trotzdem sehen. Du siehst du deine 8.8 auf dem Dach? Ja gut, die ist auf dem Dach, ne? Ja, sehen tue ich sie ja auf dem Dach. Komm, ich nehme nur die 8.8. Alles gut. Ach nee, gar nicht. Den Würfel hatte ich dir ja schon gegeben, ne? Ja, hast du mir schon gegeben. Ja, und werde den Ambush setzen. Das ist pfiffig, ne? Ja, weil pfiffig kommt vom Pfeifer. Jo. Der nächste. Oh, grün. So, ich habe ja gerade den grünen Würfel gewürfelt. Gewöhnlich gewürfelt, gezogen. Ich sage ein Fire an auf die 8.8. Genau. Den erwidere ich, weil ich hier Genau. den Ambush habe. Du löst den Ambush entsprechend aus. Und werde dich versuchen vorher abzuschießen. Das ist immer noch die kurze Reichweite. Wir haben also hier immer noch die 3. Yes, Die das ist die 1! Oh oh. So, dann würdest du bitte einmal, wie viel Reichweite hattest du vorhin gesagt? Du musst jetzt erstmal. Ach ja, da war ja was. Ah, ein Check. Geht. Mit der 5 geht das. 2. Genau. Die Reichweite war? Hast du gerade gesagt? Ich glaube irgendwas mit 25. Scheiß Mückengehirn, ne? 19. Ja, ist 19. kurz. Das heißt, es ist die 3. Und ich habe 2 Pins, ist die 4, weil HE gegen Gebäude gibt ja keine Deckung, ne? Genau, aber du hast hier einen Pin noch. Ja, deswegen auf die 5. Ja. Das heißt, 2 Schuss HE auf die 5. Ah, trifft leider keiner. Also war das eine Nullnummer. Die 8 nichts getroffen und der Hammer auch nichts getroffen. Ja gut, aber ich habe dich für diese Runde schon mal rausgenommen mit deiner scheiß 8.8. Alles gut. Ein bisschen Risiko muss man ja eingehen, ne? Ja, das war doch... Das ist der Weg. Das ist gewollt. Das ist der Weg, genau. Das ist der Weg. Ja, dann geht's weiter mit der lustigen Truppe. Wir werden... Achso, die haben das gemacht. Ja, dann wird der kleine Mörsertrupp hier feuern. Ja, dann hauen wir rein. Hier. Möchtest du down gehen, du Fallgewicht? Nein, Auf die 5. aber ich werde meine Reihen schließen. Ah, diesmal nicht. Eingeschossen auf die 4. Ja, dann ziehe ich mal den nächsten. Grün. Was grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Qual der Wahl, ne? Ich probiere mal hier meine Jungs zu aktivieren. Ja, hast 2 Pins. Mit einer 5 habe ich nur noch einen Pin. Kugel hier gerade schon die Wasserfässer durch die Gegend. Ja, dann werde ich mich mal hier ran advancen. Dann nehme ich den grünen Würfel mal weg, weil dann hast du dich bewegt. Genau, werde den Scheiß hier mal als Deckung benutzen. Und auf deinen Trupp schießen. Ja. Ich messe das mal für dich ab. Habe mich auch 2 Zoll bewegt, genau, deswegen auch der Würfel auf verpflichtet. 13. Was hast du alles? Nur Gewehre? Diese haben nur Gewehre, ja. Da es noch 6 sind, habe ich ja immer noch die Rapid Fire Regel, das heißt, ich habe 8 Die sind alle lang. Aber alles klar. Das heißt auf die 5. Ja. Ich würde dir das mal übergeben, das ist nämlich dann für mich etwas einfacher. So, dann würfel mal hier ein Glück. Auf die 5. Das sind nicht ein paar Ratten. 4 Stück. 4 Stück. Das sind reguläre, außer auf die 4. Na,
Kein. Heute habe ich das Böhmsche Würfel. Ja. Dann bräuchte ich nur einen Pinmager. Von wem ist denn da die 3? Die 3. Das war die haben einen, genau. Die genau. hatten 2. Die kriegen jetzt noch einen. Die kriegen noch einen. So, ich möchte hier gerne einmal das Anti-Tank-Team für den Feuerbefehl aktivieren. Da muss ich natürlich noch einmal würfeln, ob die das wollen. Ja. Und die wollen dein Carrier hier hinten versuchen zu beschießen. Kannst du den bitte mal ausmessen? Sehr gerne. Was das da für eine Distanz ist? Sind 19 Zoll. Wir haben 36. Außer es ist noch lang. Ein Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Wie sieht es denn mit der Deckung aus? Das sehe ich von hier jetzt auch nicht so wirklich. Ich würde sagen, nein. Okay. Ja, dann eine 6. Treffer. Und dann 2 plus. Das ist eine 8er, ne? Ach nee, der ist ja auch. Ja, nee, Siebener. ein Siebener. 7er. Das ist ja nur ein Dings. 3. Nein. Aber ein Pin. Jo. Kann man, ne? So, der Panzer ist aktiviert und schießt jetzt auf den Carrier, der hier hinter dem Haus irgendwo steht. Ja, ja. Da. Mit der Aber den siehst du voll, deswegen. mit der leichten Anti-Tank-Gun und dann werde ich noch mit dem 2 MMGs drauf schießen. Sage ich einfach mal alle an, alles auf den. Eine 7er Panzerung mit keinen HE-Waffen bringt dir nicht so viel. Aber ich kann Pin. Ja gut, Der mache ich dann. Ja gut, ne? Gut, jetzt weiß ich aber nicht, ob kannst du, klar. ob das passt. Genau. Ich mach's Schießen einfach. Zum Pinnen kannst du natürlich, klar. Ja, wie angesagt, Chris schießt jetzt 10 Schuss MMG und eine leichte Anti-Tank-Gun auf meinen Brand Carrier. Genau, ich habe mich nur bewegt und es ist für alles, nee, es ist nur kurz für die leichte Anti-Tank-Kanone, ne? Und für das MMG ist es lang. Das heißt, die 4 auch für die leichte Anti-Tank-Gun und die 5 für das MG. Aber du hast dich bewegt, ne? Ja, das haben Genau. wir drin. Ja, das hast du eingerichtet. Anti-Tank-Gun trifft schon mal nicht. Genau. Das heißt, ich bin gepinnt. Du bist nur gepinnt, genau. Hatte der schon einen Pin? Ja, er hat schon einen Pin. Leider. Zack, 2 Pins. Okay. Ja, deshalb war es wichtig, das MG dann doch zu schießen, ne? Weil kannst du es ja nicht wissen, ob die jetzt trifft oder nicht. Nö, das stimmt. So, kurze Zusammenfassung. Wir haben die 3. Runde zu Ende gespielt. Ja. Hier vorne mein Brand Carrier. Moment, ich muss euch mal zentrieren. Der zentriert er nicht. Jetzt. Zentrieren, genau. Den habe ich leider auf Down gesetzt. Von dem Panzer, von der Anti-Tank-Gun und von dem Trupp hier. Da er open-topped ist, von je einen Pin bekommen. Ja. Hier mein zweiter Brenncarrier ist vorgerauscht mit einem Run. Der Offizier hat auch einen Run gemacht. Entsprechend wird er die Brenncarrier gleich unterstützen können. Das Anti-Tank-Team hat versucht, auf die 8-8 zu schießen. Ja. Hat aber leider nicht getroffen. Dafür hätte ich eine 7 gebraucht, weil sie sich bewegt haben. In der nächsten Runde eine 6. Der leichte Mörser war heute der Highlight. Das Highlight. Ja. Das hat nämlich sich eingeschossen auf die 8-8. Hat einen Mann getötet und schon mal einen Pin verteilt. Ja, das ist mega Das gefährlich. ist schon mal super. Ja, dein Anti-Tank, dein leichter Mörser hat auch versucht, auf meine Truppe, die hier leider weg ist, zu schießen. Hat Warum nicht ist getroffen. Die Truppe weg? Die Truppe ist weg, weil Hier ist der Übeltäter, hier oben.
die hier drauf geschossen haben, es ausgedünnt haben, das MMG nochmal drauf geschossen hat, dann leider ein Test fällig wurde und der Test ist leider mit einer 8 nicht bestanden worden, da die nur regulär waren. Ja. Ja, hier hinten hatten wir ja vorhin, glaube ich, auch schon live gesehen, Genau. dass die 8.8 da drauf geschossen hat, hat aber nicht wirklich was verursacht. Das Sonder-Kfz 222 hat auch nochmal auf meinen Humber geschossen, aber wie ihr seht, Erfolglos. erfolglos. Genau, das ist doch schon mal der Plan. Bis jetzt immer noch ausgeglichen, obwohl du jetzt schon 2 Order Dice weniger hast. Ja, läuft aber noch ganz gut. Ist Genau. alles noch im Rahmen. Ne? Missionsziel habe ich noch auf alle Fälle im Blick. Ja. Dementsprechend schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. So, Brand Carrier Time. Ich werde hier in den Brand Carrier einen Advance machen und meine beiden MGs dort auf die Truppe schießen. Tu das. Tue ich auch. Nee. Was hast du für eine Reichweite? Ganz normal wie LMG ist 36. Ja, ich meine jetzt. Ach so, du meinst, allgemein jetzt zum Ziel. Müsste kurz sein. Jo. Ja, ist kurz. So, ich habe mich bewegt. Ihr seid kein kleines Team, also auf die 4. Das sieht doch schon mal nice aus. 5 Treffer. Auf die 4. Das sind reguläre. Ein Toter. Picken. Auch nicht das LMG. Ja, dann kannst du einen da beiseite stellen. Und ich gebe dann hier mal einen Pinmaler. Super. So, ein Würfel ist gefallen für den Offizier. Und ich mache einen Snap to Action. Insgesamt 3 Würfel. Ich nehme hier den großen Trupp mit und aktiviere die 8-8. Die 8-8 bekommt ein Ambush-Befehl. Und jetzt bewege ich erstmal den Trupp. So, wir bewegen uns noch einmal hier hin. Du willst ja nur meinen armen alleinigen Mörsermann erschießen. Möchte ich. Auch Monek. Ja. Er ist einfach eine zu große Gefahr. Damit haben wir der noch, der hinten nicht mehr. Also die sind in Point Blank. Ich mache erstmal die. Erstmal das MG. Vielleicht ist er damit schon weg. Du kannst natürlich hier Down gehen? down gehen. Ja, ich schmeiß mich in den Dreck. So, das bedeutet dann kleines Ziel ist die 4, also kleines Team ist Bewegt, die 5. die 5. Point Blank ist die 4. 6. Down ist die 6. Eine 6. Schon mal getroffen. Und du bist ein Veteran. Ja, ein Veteranenmörser. Aber das nützt dir Oh. nichts. Doppel 6. Sayonara, würde der Erfahrer jetzt sagen. Puh, da kann ich hier mal den Würfel wegnehmen, den grünen. Ja, gut, großer Trupp, aber man hätte trotzdem auch da nicht treffen können. Haben wir alles schon Deine Jungs haben ganz schön geschlottert. Wir haben vorhin übrigens einen einzelnen Pin vergeben, der hätte ein W2-Pin sein müssen. Fällt mir gerade so ein. Aber für den Treffer des Mörsers. Stimmt. Aber nein, nicht nachträglich. Vergessen ist vergessen. Habe ich auch nicht dran gedacht. Fällt mir auch gerade so ein. So, Mörser und Pins. Okay, dann der Offizier. Ja. Ufts. Wir haben 2 MPs. Das ist im Prinzip jetzt alles geklärt. Der wird hier hinrennen. Mehr macht er nicht.
Und dann hast du noch die 88. Die sind im Ambush. Am Ambush? Die macht den Lauerjäger. Den Lauerjäger. Pass auf, dann schieß doch nochmal auf meinen Humber und ich schieß nochmal auf deine 88. Okay. Gut. Dann ja, reagiere ich. Ja. Das ist ja auch wieder die 3. Hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, ne? Nee. Es ist wieder die 1. Ja, dann bitte. Sieh mich grinsen. Du musst erstmal den in Pin, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich gebe dir mal das Stäbchen. Kann alles noch schief gehen? Ja, das stimmt allerdings. Am besten noch ein Fuba. Nein, kein schon Fuba mal 8. So, das Dann heißt. Autocannon. Reichweite hatten wir vorhin schon, ne? Mhm. 4. So. 2 Schüsse Autocannon. Das sieht ja schon mal nicht schlecht Treffer. aus, ne? Genau. Ja. Das heißt 2 Zoll Schablonen. Und wenn ich die anlege, 1 Zoll Schablone, ich drehe die nochmal um, kriege ich 4 Personen runter. Mhm. Was hatte der jetzt nochmal? sind, glaube ich, alle weg, Veteran, allerdings +2, das heißt, Die sind alle 4 tot, ne? genau. Kannst du mal gucken wegen Pins? Warte mal, ich muss mal gucken. So, haben jetzt eben den Schaden ausgewürfelt. 2 Verluste, außer es war ja nur HE1 gewesen. Genau, dementsprechend DSK +1. Richtig, deshalb sind es nicht 4 Verluste, sondern nur 2 und ein Pin zusätzlich. Sind wir bei 2. Mit dem zweiten Brand Carrier habe ich einen Run gemacht, habe ihn vorher entsprechend befehlsgetestet, den Pin einreduziert und bin innerhalb der Zone. Wir haben gesagt, 18 Zoll ist das Flugfeld. Ich bin auf dem Flugfeld mit dem Brand Carrier. Habe aber einen Run gemacht, kann dementsprechend meine Leute nicht ausladen. Das kann ich jetzt in der nächsten Runde. Also bleiben die stehen. Ich habe den nächsten Würfel und würde jetzt mit dem Panzer auf Christa seinen zweiten Brand Carrier, der jetzt noch nicht losgefahren ist, schießen. Doch, der ist schon advanced. Ach, der ist schon gefahren. Ach Aber so. macht ja nichts, darf ja Ja, trotzdem okay. aufschießen. Gut, und habe hier eine 18. Kurze Reichweite. Für die Und- MGs ist das dann lang, ne? 36, 18? Ne, ist auch kurz. Mhm. Genau. Ja, würde im Prinzip mit diesem MG hier oben würde ich die Luke öffnen und darauf schießen und mit dem Bug MG und mit der leichten Kanone würde ich auf den hier unten schießen. Mhm. Ja. Gut, dann erstmal die Kanone. Die hat 48, auch kurz. Das ist die 3, ne? Es gibt ja keine Malis hier. Nicht bewegt, keine lange Reichweite und keine Deckung. Ja. 2. Ah. Gut, dann halt die 5 Schuss von den MG. Ja, da sind die 6. Alles klar. Dann gibt es auf alle Fälle schon mal einen Pin. Pin. Und das zweite MG schießt auf den anderen Carrier. Ja, das ist auch eine 6. Da mache ich dir schon mal den Pin hier hoch. Mensch, jetzt habe ich den Würfel endlich rausgekriegt. Zack. Ja. Halten sich wacker. Die Brenncarrier? Mhm. Ja, ich finde Brenncarrier auch ziemlich gut. Nichts passiert. Als ich angefangen habe zu spielen, fand ich die ja ziemlich dämlich. Ja, aber Aber gute Bewaffnung, schnell. Können, ja, vor allem auch mit transportieren. den Turn on the Spot, dass die auch rückwärts fahren können so schnell, ne? Das ist ja auch schon nicht schlecht. Schon heftig. Mhm. Ja, ich sag dir. Dann würde ich sagen,
Ich sag dir. Sag ich dir. Was habe ich denn überhaupt noch? Ich habe noch Du hast einen Offizier. den Offizier und mein Antitank. Genau. Ja, dann gebe ich dir mal die. Ja, Christian Ich schieße, aktiviert. Genau. Ich aktiviere mein Anti-Tank-Gun-Team und schieße einfach mit dem Anti-Tank-Gun-Team auf den Truppier. Vielleicht habe ich ja Glück. 12. Treffer. Ja, Toter. Toter. Der leichte Mörser der Deutschen versucht hier vorne den Brenncarrier zu beschießen. Mit einer 6. 3. Die halbe 6. Ja, ist ja schon mal die halbe Miete. Jetzt schwächeln sie zum Ende hin wieder ein bisschen, ne? Ja. Wo war das? Du hattest mir den gegeben, ne? Den Order da ist, ich weiß gerade nicht, wo er ist. Finden wir gleich. Wird sich finden, ja. Ich zähle mal lieber durch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3. Stimmt irgendwas nicht. Hast du wieder reingelegt? So, alle Klarheiten wieder beseitigt. Ja. Passt. Weiter geht's mit den deutschen Anti-Tank-Rifle. Komm, wir müssen jetzt hier mal irgendeinen platt machen. Das ist kurz, nicht bewegt. Ja, 3. 2. Passt. Das gibt's nicht. Wie oft jetzt? Also da an der Ecke klappt gerade gar nichts. So, nächster Würfel. Nochmal grau. Tja, mein Sonderkfz 2. Soll der da unterstützen oder lieber hier gegen ihn weiter vorgehen? Ja, ich fahre ein Stück zurück. Kann ich zweimal, glaube ich, drehen, ne? Zweimal 90 mit Radfahrzeugen, genau, beim Advance. So, und schieße nochmal auf ihn. Die Distanz jetzt etwas verkürzt. Bin bei 30, ist trotzdem noch lang. Habe mich bewegt, ist die 4. Zweimal Autokanone. Lang ist die 5. Lang ist die 5. Lang ist Bewegt. die 5, genau. Da ist Ein die Treffer. Vier. Nix. Was hat der? Eine 8. Eine 7 oder eine 8? Was hat dein Kfz? Ja. Ja, das wollte ich eigentlich wissen. Genau, was soll das Plus Sonderkfz? 2. Ja, Ach, das meinst du, ja. 6. Hm? Dann kein Durchschlag. Nee, ist kein Durchschlag. Nur ein Pin. So, der nächste Würfel wird gezogen. Das ist der letzte, glaube ich, von dir, ne? Wir sind in der Runde 5. Christian hat den ersten Würfel gezogen. Ja, da hinten verdichtet sich schon die Front. Brenncarrier sind vorgerückt. Die Deutschen sind auch in der Mitte des Geschehens. Bin ja mal gespannt. Ich versuche den zweiten Brenncarrier hier zu aktivieren. Was Ja. auch geschieht. Der macht einen Advance. Und schießt mit den LMGs auf den Trupp. Okay. Den Trupp oder auf den? Ja, jetzt habe ich gesagt. Hier. Ist kurz.
Bewegt ist die 4. Pin ist die 5. Mhm. 2, 4, 6. 8. 3 Treffer. Warum machst du nicht massig Einsen? Lecko funny. Auf die 4. 2 Tote. Ja. Und ein Pin. So, der Panzer schießt mit der Hauptkanone und dem Bug-MG auf den Carrier vorn und mit dem pivotierten MMG auf den. Ich mache zuerst das pivotierte, ob der Dings ankommt. Das heißt auf die 3. Noch gerade so. Ja, gerade so. Und ebenfalls auf die 3, der Rest auf das andere. Nichts, nichts. Juhu. Doch hier, die 6. Ah, verdammt, einer. Okay. Aber ich wollte mal hier was zerstören. Was ist denn da los auf der Front, ey? Ja, ich würde mal sagen, die Italiener, die schießen nur mit irgendwelchen Rauchgranaten. Ja, habe ich jetzt auch schon langsam das Gefühl. Also der hat ordentlich Bewaffnung, aber die Kisten kriegt er da nicht platt. Jo, gepinnt halt, ne? Wie du schon gesagt hast, General Armageddon hat sein Pulver verschossen. Ja, heute ist er nicht so im Spiel, ne? Nee. Ja gut. Worauf? Die 8.8 nimmt sich jetzt da so ein Carrier vor. Für was haben wir denn die Reichweite? Ja, für was haben wir denn die Reichweite? Scheiß jetzt auf den Humber im Rücken. 33 ist ja kurz. Der hat 84. Feuer. Der nächste Würfel. Grau. Ja. Die 8.8 hat übrigens gerade nicht getroffen. Wir haben es gar nicht zu Ende gemacht. Dementsprechend nicht getroffen. Ja. Schnaps gesoffen. So sieht's aus. Dann würde ich hier mit dem Anti-Tank-Rifle versuchen, nochmal einen Schuss unterzubringen. Mhm. Gegen den ersten Carrier. Mhm. Genau, der mit den 4 Pins. Eine 3 reicht. Tarnflecken drauf. Gibt plus 1 Deckung. Jetzt muss ich noch, gut, das ist ja eh offen. Ist alles staubig. 4 Bing, plus 2. bing. Er hat eine 7. Ja, okay. Noch nicht mal ein Streifschuss. Nee, nur Pin. Auf die 5. Hat er. Jo, nächstes. Grau. Tja, kann die auch tot pinnen, ne? Mhm. Oh, nix mehr. Das MMG-Team hier auf dem Dach versucht hier nochmal das Anti-Tank-Team zu beschießen. Das war lange Reichweite. Müsstest du down gehen? Nö. Okay. Das heißt 6 Schuss. Auf die 5. Kleines Team, lange Reichweite. 2 Fünfen. Ist schon mal getroffen. Und dann war das Veteran. Ja. Nein, Nur ein Pin. hier ist ein Pin. Dankeschön. Zack. Jungs. Dann darfst du. Ja, Christian aktiviert mit dem nächsten oder da ist den Offizier. Und schieße im Point Blank auf die Jongens. Mhm. Ich habe eine Pistole und eine MP, das heißt 3 Schuss. Ja. Ich habe mich bewegt, aber das ist scheißegal. Und ich bin im Point Blank, ist die 2, ne? Ja. 3 Treffer. Das war Regulär, Veteran. ne? Ich glaube, du hast Veteran Guck gleich ausgewählt, mal. ja. Wir würfeln erstmal. Oh. 2. Dann ist er weg. Ja.
Miep, 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 miep. Zack. Kippe, wiederhole ich. Das schaffe ich. Und schieße nochmal hier auf die. Nö. Nö. Ja, dann nächster Würfel. Komm. So. Erstmal eine kurze Zusammenfassung. Ihr habt ja gesehen, wie mein Offizier den Mörser gerade getötet hat. Der gegnerische Offizier von den Deutschen ist rangekommen, hat auf meinen Offizier geschossen, hat auch 2 Treffer gemacht, allerdings keinen Schaden verursacht, dementsprechend nur einen Pin. Und der liebe Chris hat versucht gerade hier seine Truppe zu aktivieren, aber hat ein Fuba gewürfelt. Hier sind die 2 Sechsen. Genau, bitte ein W6 würfeln. Panik wäre mir jetzt am liebsten. Das machen sie auch. Rennbefehl. Von der nächsten Sichtbar- Einheit, ne? Sichtbaren Feindeinheit, genau. Genau, das wäre hier dieser hier, Dann das rennen heißt- die. diese Richtung. Überrenn deinen Mörser. Zack. Jo. Vom Fahrzeug. Ich habe den nächsten Würfel bekommen. Lasse die erste Einheit aussteigen. Ja, ungefähr nach hier. Das war dieser, ne? Ja. Hab noch nichts gemacht. Genau. Zack. Down, ne? Down, 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 down. Also die Einheit in dem Carrier hat es nicht geschafft auszusteigen und ist auch down gegangen, weil die gleichen Pinmarker natürlich haben wie das Genau. Fahrzeug selber. Jo, dann nächster Würfel. Grau. So, Chris hat einen weiteren Würfel gezogen und will mit dem Sonder-Kfz auf den Hammer schießen. Ich habe mich bewegt, ist die 4, es ist kurz, bleibt die 4, du hast keine Deckung. Du kannst eine Aktion machen, wenn du willst. Nö, will ich nicht. 2 Schuss, einer trifft. Ja, jetzt müssen wir wieder irgendwie versuchen, die Panzerung zu durchbrechen. Oh, eine 6, da habe ich eine 7, da habe ich eine 8, ne? Ist ein Streifschuss, ja. Okay. Ich würfel einfach mal, ne? Das ist ein. Nee, Quatsch. Streifschuss. Das ist ja schon. Ja, muss ja einmal noch würfeln, richtig? Mhm. 1. Besatzung betäubt. Ja. Das hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also, wir haben hier nur einen oberflächlichen Schaden erwürfelt und ja, es ist nichts passiert. Das war's auch schon. Bing. Nächster Würfel. Dann schieße ich doch gleich mit dem Hammer nochmal auf deine 80-80. Mhm. Ja, da ich mich nicht bewegt habe, ist nur kurz, ne? Das war's. Und ein Pinmarker. 5. Einer? Treffer? Ja, 2 Stück, ne, wenn ich dran lege. Ja, Der und der. Einer. Ja, hier sind mindestens 4 gebraucht. Einer und ich bin hoch. So, nächster Würfel. Christian ist dran. Was hast du denn noch so Feines? Achso, du könntest noch eine Truppe versuchen rauszuholen, aber jetzt mit einer 5. Puh, das ist heftig. Ich versuche die Truppe zu entpinnen.
Also du willst einen Rallye-Befehl machen. Genau. Mhm. Passt. Zack. Ich setze sie mal richtig an die Figuren ein. Zack. Rallye-Befehl. W6 plus 1 sind 0. Ja, dann könnte ich glaube ich hier hinten noch mal eben an die anderen noch 2 anlegen. So, ich fasse jetzt nochmal hier den Rest der Runde zusammen. Christian hat eben noch hier einen Rallye-Befehl gemacht für den zweiten Carrier. Der hat jetzt wieder nur noch einen. Der Trupp hat hier Christian seinen Offizier ausgeschaltet, der ist jetzt weg. Und der Mörser hat jetzt hier auch nochmal auf den Humber geschossen, hat sich jetzt weiter eingeschossen, aber sonst auch nichts. Ja, dann geht es jetzt in die Runde 6. Let's go! Great. Grau, wo ist mein Offizier? Mein Offizier ist da, aber ich werde zuerst mit dem Panzer schießen und gucken, ob was dabei rauskommt. Feuer. Ja, ich feuere erstmal wieder auf dem ersten, den ich da sehe. Der hat ja keine Deckung. Genau, im Prinzip mit der Hauptkanone und den Bug-MG. Auf jeden Fall ist er schon mal, kann ich das jetzt hier links liegen Genau, lassen. der Pin ist auf alle Fälle schon mal von der hoch. Genau. So, jetzt musst du würfeln. Du hast mit deiner leichten Pack getroffen. Du hast eine +4, ist auch kurze Reichweite, deswegen bleibt es auch bei +4. Schlecht wie dein Japaner ist die italienische Dinge nicht, ne? Nee, Hat normale 4. genau, die ist nicht irgendwie. Dann würfelst du jetzt einen Würfel bitte. Für die Penetration. Eine 5. Wir haben eine 5 plus 4 ist auf alle Fälle ein normaler Damage, das heißt ein W6 bitte. Mal gucken, ob wir jetzt was schaffen. Eine 3. Ich glaube, ich habe Feuer gefangen. Oh, mal gucken, ob das stimmt. Aber ich glaube ja. Ja. Die Besatzung verfällt im Paar einen zusätzlichen Pin, muss anschließend einen Moraltest ablegen. Mhm. Mit dieser Bestand wird das Feuer gelöscht. Ansonsten, ja, mach mal. Ich bestehe den. Okay, dann ist das Feuer gelöscht. Und ja, du bist down. Stehen bleiben, kannst keine Aktion ausführen. Und ja, du hast keine Türme. Ja. Das war's auch schon. Und einen zusätzlichen Pin. Bekommst du. Die Insassen auch. Genau. Damit hat der mal getroffen. Auch nicht schlecht. Ja. Und das zweite, natürlich, habe ich vorhin glaube ich gerade nicht gesagt. Das ist ja war klar. schon logisch, ne? Weil ich das die ganze Zeit schon gespielt habe, dann ist er auch wieder oben offen. Ob er hier noch einen Pin verteilt, das tut er. Und damit ist der abgehakt. Moment, da muss ich noch einen Pin an meine Truppe hier verteilen. Genau, damit ist der abgehakt. So. Jo. Dann zieh mal den nächsten Würfel. Den nächsten, das ist der dritte. Die Einheit hier zu aktivieren. Okay, die Besatzung für... Fürs Aussteigen. Ja. Beziehungsweise mit Warns. Eine 7. 8 passt. Mhm. Das heißt, der ist weg. Stelle mich im Grunde genommen hier hinter in Deckung. Und schieße mit dem LMG auf dein Team. Ja. Ich in Deckung bleibe. Ja. Gut bewegt. Bewegt, kurze Reichweite, 4. Ein kleines... 5. Genau. Ja, das ist doch mal fast ein Kniffel, hätte ich was gesagt.
Ein Treffer. C-Fix. Nächster Würfel an die Tank-Team. Schießt hier nochmal auf den vorderen Carrier. Wir brauchen hier wieder eine 3. Und es ist aber die 1. Das MMG-Team hat gerade nochmal gefeuert. Wieder hier hinten auf das Anti-Tank-Team. Genau. Aber nur ein Pin. Will der nächste Trupp aussteigen, oder? Ja, der nächste Trupp versucht doch mal sein Glück. Nein, die genau. Ja, es ist sehr zäh da hinten auch in der Ecke. Mhm. Noch einmal. Ich versuche den zu aktivieren. Nein. Countdown. Jetzt haben sie sich ein bisschen festgefahren. Nächster Würfel, grau. So, mein Mörser hat hier versucht, auf Christian sein Hammer hier zu schießen. Und ihr seht, er ist weg. Denn er ist da. Geraggied. Genau, volle Granate zurück. Genau. Dadurch außerhalb der Reichweite des Mörsers. Genau, und deshalb, boom, passiert gar nichts. Und hat sich auch mehr als 2 Zoll bewegt, deswegen dann ist ja so und so nicht Dann mehr fällt das eh weg, ja. Christian hat den ersten Brenncarrier hier aktiviert, hat den Moraltest gepackt und schießt jetzt auf den Panzer, der oben offen ist. Genau. Man kann somit ja, ihn Mit einer versuchen zu 5 pinnen. Pinnen. Ja. Ja. Dann kriegt er einen Pin. Runde 7. Ich habe den ersten Würfel bekommen. Würde hier den Panzer versuchen zu aktivieren. Ja. Was? Und er schießt wieder mit der Hauptkanone und einem MG auf den ersten. Wir brauchen wieder 3. Hauptkanone schon mal nicht, nur ein Pin. 3 und der zweite Carrier kriegt ja die andere ab. Das muss ich mal vorher ansagen, ich vergesse es. Ja, aber das war mir schon Habe ich logisch. halt die ganze Zeit so gemacht. Genau. Das ist schon klar. So. Ich bin dran. So, dann versuche ich mal hier drin die Jungs zu entpinnen, beziehungsweise herauszuholen. Die haben 3 Pins. Dementsprechend Sekundäre. mit einer 5, 6, 7, 8. Passt das? Dann kommen die raus. Zack. Und nur noch 2 Pins. Genau. Und versuchen, da vorne auch auf das Anti-Tank-Team zu schießen, oder? Ja, doch, Anti-Tank-Team. Das ist eine gute Sache. Bewegt, 2 Pins, kleines Team, ist die 7. 4 Schuss. Ja, fast. Nächster Würfel. Grau. Ich versuche dieses Team hier, diesen Trupp zu aktivieren für eine Bewegung. Mich ein bisschen besser zu positionieren. Und die schießen auch auf dieses Team, was jetzt ausgestiegen ist. Mhm. Du kriegst dann, weiß ich jetzt nicht von der Deckung her. Ja, schwere Deckung, ne? Sind ja mehr als die Hälfte. Ja, ich habe mich bewegt, ist die 4, 5, 6. So, wir haben einen MG. Ein Piemann.
2. Achso, der kriegt ja, der ist noch auf die. Lange Reichweite, aber der hat keine Bewegung. Also das gleiche. Okay. Und dann habe ich noch 1, 2, 3 von den Gewehrschützen. Eine 6, zweite 6, dritte 6. Schau mal hin. Und dann bist du regulär. Eine 6 kann ich picken. Anders tot. Und der Pin geht wieder hoch. Na, finde die 3 nicht. Da ist er. Zack. Jo. Grau. Dann werde ich mit dem Anti-Tank-Team versuchen, den Carrier zu treffen. Ist kurz, aber nix. Hätte ich eine 3 gebraucht. Jo. Du bist. Christian hat die ausgestiegene Einheit gezwungenermaßen auf einen Down setzen müssen. Wegen Ja. Moraltest nicht geschafft. Nächster Würfel? Ich habe den nächsten Würfel, genau. Ich versuche hier den Brenncarrier zu entpinnen. Oh, ein Fubar. Fubar. Das ist der zweite. Diesmal für Christian, Gott sei Dank. Genau. Na dann würfel mal. Eine 5 5 ist ist abhauen von der nächsten gegnerischen Einheit. Genau. Ist ja nur bis zur Kante maximal, ne? Ja, wenn es nicht weitergeht. Genau. Muss auf Down setzen. Ich suche ihn gerade. Da ja. Zack. Zu entpinnen. Der nächste Carrier wird versucht zu entpinnen. Auch nicht. Auch nicht. Down. Ja, das hängt jetzt alles da hinten rum. Das hat sich wirklich da so festgefahren, die ganze Situation. Aber bei mir sieht es auch nicht anders aus. Ja, die haben im Prinzip alles getan da hinten, was sie tun konnten. Ja, also ich versuche jetzt hier mit dem MG-Team nochmal den Anti-Tank-Mann, das Anti-Tank-Team zu beschießen. Möchtest du down gehen da hinten? Nö. Dann brauchen wir eine 5. Wir haben eine 5 und eine 2. Wieder nur ein Pin. 90 Grad Drehung. So, Humber ist am Zug. 12 Fuß. Denkt man, nee. Der ist ja schon Lockt. gelockt, richtig. Aber da ich mich nur langsam bewegt habe, darf ich ja nochmal mich drehen. Mhm. Genau. Und dann würde ich da auf die mit der Autokanone schießen. Mhm. Bewegt. Kurze Reichweite. Ja, Ja, eine leichte Deckung würde ich dir geben. durch die rumstehenden Fässer und Kisten, ja. Okay. Ja, und hier sehe ich 2 nicht und würde ich sagen, leichte Deckung passt. Dann sind wir bei der 5. Mhm. Nein. Jo. Dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Das war mein letzter. Danach bist nur noch du dran. Okay. Außer dein Anti-Tank-Team ist noch. Genau. Aktiv. Die schießen auch auf die. So, Fenster. check mal. Jo. Vielleicht knipsen sie ja noch einen aus. Schön wär's. 5, damit treffe ich auch. Ja. 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 Die sind vorderen, ne? Nee, das ist mein MG-Mann. Ja. Und ein Pin. So, jetzt Geht's los.
5 Stück. Wir versuchen erst den großen Trupp hier zu entpinnen. Mhm. Jo, die haben richtig Bock jetzt, nachdem sie vorhin den Fuba hatten. Bewegen die sich oder bewegen die sich nicht? Na komm, ich versuche noch ein bisschen zu bewegen. Dann dürfte die MP auch noch mit treffen. Die sind Point Blank. Mehr als die Hälfte sehen auch beide. Ja. Gut, so, dann mache ich mal die ersten von. Das ist auf jeden Fall das MG, der MG-Trupp. Einer ist der Kompagnon, aus noch 2, die sind Point Blank. Auf die 4 wegen kleines Team. Ja, Skip. 2. So, und dann haben wir noch einen MP-Mann, der trifft. Nicht bewegt. Point Blank ist nicht, ne, bei dem? Nee, oder? der war nicht Point Blank. Das ist dann die 3. Kleines Team, die 4. Ein Treffer. So, dann haben wir noch 2 Gewehrschützen. Nö. Gut, du bist Veteran. Jo, weg. Wow, endlich. Jetzt geht's aber rund hier. Und ab in den Gut. Pool. Tja, ich versuche die 8-8 in den Ambush zu setzen, muss trotzdem würfeln wegen 7. Was war die 8, denn? 9, 10 Veteran. Passt. Ja, okay, dann passt es. Runter. So, dann haben wir noch den Mörser, der sieht auch nichts. Das bedeutet, er muss sich bewegen. Er hat keinen Pin. So, dann versuchen die hier hin zu raggeln. Zack. So, dann haben wir noch den Spähwagen und den Offizier. Der Offizier versucht ein Advanced, der muss natürlich erstmal 8 passt. Ob der hier was machen kann? Ich bezweifle es zwar, aber mit der MP. Wir können auch auf den Carrier schießen, der ist ja offen. Mhm. Ich glaube beides nichts. Ich versuche den Sind mehr Carrier. als 12. Nee, doch nicht. Ja, sieht. Oh, Passt. sie. Ah, Augenmaß verfehlt. Waren 11. Dann sind das 4 Schuss. Mhm. Bewegt fällt weg. Lange Reichweite ist die 4. Sonst nichts. Ja, nur die richtig. 4. Ja, hier ist eine 6. Ups. Okay. 4. Ja. So, dann würde ich noch mit dem. Wir sind in der 7. oder in der 8. In der 8. Runde sind wir noch. Stimmt. Oh Gott, ja. Ha. So, und jetzt müssen wir noch den Spähwagen hier ein bisschen bewegen. Nein, stimmt nicht. Wir sind noch in der 7. Wir haben gleich nach. Richtig, wir haben Ah, jetzt bin ich aber hier. Es wird spät so langsam. Der Spähwagen muss noch was tun. Ja, dann just do it. Das Einzige, was du machen kannst, in dem anderen Spähwagen in die Seite fahren. Ja, oder so. Kann 2 Turns machen. Ne? Mhm. Ich lasse ihn einfach so stehen. Falls du rumkommst. Das war's. Genau. Dann bin ich durch. Dann räumen wir auf und kommen gleich zur 8. Runde.
Runde 8. Würfel grau. So, ich werde hier einen Nahkampf ansagen. Mhm. Achso, du konntest kein Abwehrfeuer machen, die waren ja schon im Point Blank, das haben wir vorhin abgelesen. Genau. Zack. Dann auf die Omme. So, ich bin Angreifer. Dann hauen wir rein. Ich habe noch einen MP-Mann. Den mache ich mal hier extra. Ne? Mhm. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ne? Reguläre. Auf die 4. Ja, dann war's das. Somit kann ich meine Mission auch schon gar nicht mehr erfüllen, weil ich nur noch eine Truppe habe, mit der ich down gehen kann. Mhm. Wir hatten ja gesagt, wir müssen mit Infanterie down gehen, dementsprechend die Handgranaten, damit ich das Flugfeld angreifen kann. Ja, dann würde ich sagen, der Deutsche hat gewonnen. Schönes Spiel. Ja, Spaß gemacht. definitiv. Aber hat diesmal ganz schön lange gedauert. Das stimmt. Alles klar, wir sehen uns gleich beim Fazit. Ja, Da. tada, da sind wir wieder. Genau. Fazit. Ja, also Cooles Spiel. das definitiv. Also das hat heute auch nochmal wieder einige neue Perspektiven eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes. Nochmal allgemein jetzt zu der Auswahl von dem Spiel, dass wir es eigentlich so ein bisschen random zusammengewürfelt haben. War auch cool, oder? Ja, fand ich definitiv. War wirklich, wir sind heute hingekommen, hatten noch nicht großartig einen Plan, was wir machen wollen. Haben uns einfach eben schnell eine Mission ausgedacht, was mittlerweile relativ zügig bei uns geht. Und ja, hat auch wieder ganz gut funktioniert, finde ich, das, was wir hier gespielt haben. Genau. Also es hat sich nicht so angefühlt, als ob das jetzt Murks war, dass irgendeiner hier ein großes Problem hatte. Ne? Nein, definitiv nicht. Ich hatte mir jetzt schon vorgestellt, dass das mit den Brand-Carriern da hinten etwas besser wird. Aber du hattest deine Einheiten da schon ziemlich gut gesetzt. Der große Nachteil der Brand-Carrier ist ja, dass die Open-Top sind. Und Ja. dementsprechend natürlich auch immer das Problem haben, dass sie die Pins entsprechend bekommen. Ansonsten, ja, Trotzdem Ja, habe ich meine- gedacht, dass ich die ausschalten könne. Das so ist mir einfach gar nicht sind die, nee, so einfach sind die gar nicht auszuschalten. Gut, wenn du jetzt mit deiner Kanone vernünftig getroffen hättest oder mit der Anti-Tank-Gun auch mal eine 6 gewürfelt hättest beim Schadenswurf, dann hättest du natürlich schon was ausrichten können, aber so ohne weiteres, also es sind halt auch ja, gepanzerte trotzdem Transporter. Ne? gepanzerte Fahrzeuge. Eben, Das ist ja. definitiv schon gar nicht so schlecht. Gut, sie sind natürlich nicht so groß wie deine Hanomax, aber ja, sind doch schon ganz cool. Und seitdem man ja auch mehr als 5 transportieren kann, indem du 2 Fahrzeuge nimmst für eine Truppe, das fand ich in der Das ist ersten auch Edition so praktisch. dämlich, Ja. sind die gar nicht so schlecht, finde ich. Also das ist schon ganz cool, ja. Also für die Briten wirklich eigentlich eine cool. Eigentlich so ein bisschen das Pendant wirklich zum Hanomag bei den Deutschen, aber wahrscheinlich günstiger, ne? Ja, kostet regulär 60 Punkte. Ja, also da schon mal günstiger. Und musst du das zweite MG dazu kaufen? Das oder? muss man dazu kaufen, genau. okay. Du kannst auch noch einen Anti-Tank-Gun vornherein kaufen. Das heißt, da hätte man auch noch mal einen Schuss mit mehr Durchschlag, wenn man das möchte. Ja, wenn man, ich sage jetzt mal, so Panzer dann in den Rücken fällt oder sowas, kann das natürlich auch schon mal ein Glücksschuss werden. Ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Also ist echt ein cooles Fahrzeug für die Briten, definitiv. Ja, und man kann ja mehrere davon aufstellen. Ne? Ich kann ja sogar im Panzerslot einen reinsetzen, im Spähwagenslot und kann die noch als Transporter nehmen. Ja, Als Transporter haben sie natürlich den Nachteil, dass du immer aufpassen musst, deine eigenen Einheiten, dass die näher dran stehen, weil sonst sind die Transporter ja zerstört. ja, genau. Aber das hat bisher immer ganz gut funktioniert, dass ich das beachtet habe. Das war sehr selten, dass die kaputt gegangen sind. Genau. Ja, mein Verlierer ist auf alle Fälle mein Matilda. Den direkt, im Grunde genommen hat der einen Blattschuss gekriegt. Ja,
Das stimmt. Aber naja, das ist nun mal so, ne? Gut gehalten fand ich, hat sich der Hamba hier hinten dafür, dass der direkt immer das Feuer von der 8.8 auf sich gezogen hat, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab. Aber ja, sonst, wie gesagt, das Spiel hat total Spaß gemacht. Und ja, Gewinner der Herzen ist Ja. sind definitiv meine beiden Brenncarrier. Ja, würde ich auch so Die fand ich sehen. gut. Also das war jetzt auch die Einheit, die mir jetzt am meisten bei dir aufgefallen ist. Also ein paar Einheiten haben für sich so irgendwie gekämpft, hatte ich so das Gefühl. Also mit den Spähwagen ist halt irgendwie so, man wirft Spähwagen gegen Spähwagen. Ich weiß nicht, woran es lag, ne? Weil hier war wieder diese Situation, was wir auch schon beim letzten Spiel hatten. Ja, und die machen sich eigentlich auch nicht kaputt Nee. gegenseitig. Außer einer hat auch wieder irgendwie einen Glücksschuss. Man muss, glaube ich, von diesen Gedanken weg, den mit dem gleichen Waffensystem zu bekämpfen. Ja, das ist ja der große Nachteil hier im Early War, dass man nur die Maschinenkanonen auf Ja. den Kisten hat. Ne? Es gibt ja hinterher bei den Tommys, als auch bei den Deutschen welche, wo auch Packs drauf sind. Dann hast du natürlich schon wieder ein bisschen anderen Durchschlag. Ja. Ne? Das, Panzerschreck gibt es ja noch gar nicht. nee. Genauso wie meine Ja, Piats, das ist das- ja auch nicht dabei. Das hat man jetzt gemerkt, dass auch bei den kleinen italienischen Panzer diese Waffe jetzt auch nicht ausschlaggebend war. Es war jetzt nur beherrschend, sage ich mal, die 8.8, aber auch nur, wenn sie trifft. Das war der erste Treffer, danach Und lief wenn nichts sie mehr. ein Schussfeld hat, ne? Ne? Danach lief nichts mehr, also von daher war das jetzt auch nicht schlimm. Aber man muss wirklich echt versuchen, diese Waffensysteme nicht, also die gleichen Waffensysteme gegeneinander zu spielen, sondern versuchen, die Stärke einer Waffe auf einen schwächeren Gegner auszuwirken. Weil damit waren ja die Spähwagen, die haben sich hier ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert, Ja, haben genau. gar nicht eingegriffen, haben ihr eigenes Ding gemacht. Die 8.8, gut, war jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Es hat eigentlich hier wieder die Infanterie versucht zu klären und hier hinten halt. Nur hinten kam einfach nichts durch. Du Nee, hast das stimmt. nicht wirklich große Treffer machen können, so dass eine Einheit weg ist. Und ich habe dich dann da hinten behagt, habe dich nicht ausgeschaltet, aber klar, dich da hinten festgenagelt. Das war, glaube ich, das Spielentscheidende einfach. Ja, ich glaube, wenn der Matilda nicht so schnell kaputt gegangen wäre, hätte es noch ein bisschen anders gewirkt, weil ich wollte mit dem Matilda hier gerade durch Ja. und hätte dann vielleicht da noch was gemacht, wenn nicht die 8.8 mir dann die Seite offen gerissen hätte. Der hätte abgelenkt, definitiv. Genau, ich wollte eigentlich mit dem Matilda und der Infanterie hier entlang rennen, mit der Infanterie hier lang, damit ich dich hier ein bisschen ablenke und dann mit dem Matilda durchziehen. Ja. Das war so meine Planung und dann halt mit den Brenncarriern auf der Seite kommen. Nachdem Ja, ich das gesehen wäre- habe, dass die 8.8 hier steht, hatte ich gedacht, das wäre ein ganz gutes Vorgehen. Hat ja auch ganz gut geklappt. Wenn ich jetzt wollte noch ein bisschen grad sagen. Würfelglück gehabt hätte und ne, dann hätte ich ja auch noch gewinnen können. Das hat Aber- so schon gut geklappt, weil wenn das mit dem Panzer und der Infanterie auch noch funktioniert hätte, hättest du schon gut das Spiel klar machen können. Also das wäre sehr, sehr schwer für mich geworden. Genau. Weil du hättest ja nur im Umkehrschluss meine 8.8 ausschalten müssen, dann wäre ich in weiter Flur mit dem kleinen Panzer gegen dein Matilda. Was hatte der? Der hat auch eine mittelschwere, ne? Nee, der hat eine Haubitze drauf. Ach so, ja. Aber Leichte den Haubitze. hätte ich jetzt auch nicht knacken können. Die Infanterie hat keine Anti-Tank-Bewaffnung gehabt. Können deine Deutschen im DAC eigentlich Ich weiß es Eisberggranat nicht. Ich nehmen? glaube auch noch nicht mal, ja. Oh, dann bist du Das- natürlich ich da bin ganz mir schön nicht- im Nachteil. Ich bin mir nicht ganz Du sicher. solltest aber- du nochmal ja. checken. Oder wenn ihr das wisst, ne, schreibt es mal in die Ja. Kommentare. Das ist mir nämlich jetzt gerade auch nicht bewusst. Müsste man jetzt das deutsche Buch wälzen, ne? Ja, gut, liegt Genau. halt auch daran, weil wir eigentlich größtenteils nur Late War gespielt haben, so dass wir halt immer alle Waffensysteme hatten. Deshalb war es für uns nie ein Grund, da wirklich zu gucken. Aber das macht es jetzt auch gerade mal wieder spannend, weil man jetzt einfach andere Einheiten spielt. Ja, Beziehungsweise eine andere ich finde auch, Ausrüstung. man spielt es anders, ne? Also es ist Ja, irgendwie total anders zu spielen. Man setzt andere Fahrzeuge ein, man hat gar nicht so viele schwere Waffen, wie man das im Late War hat. Das spielt sich total anders und das gefällt mir. Also das ist ausgeglichener irgendwie. ja, man hat nicht diese mega überschweren Waffen dann, sondern das sind nur ganz kleine Nuancen. Aber nicht mega Ja. überschwere Waffen. Nee. Das ist Deine. auf das eine Bis auf das eine, genau. Ding jetzt. Ja, musst du halt auch mal gucken, wo du das hinstellst. Aber ich will auch versuchen, jetzt ein bisschen mehr Artillerie zu spielen. Einfach mal, um da mal andere Taktiken. Ja, gehören Das dazu, ist- ne? Das ist
Flächen muss man bombardieren. Dann macht das Spaß. Ja, nee, bleibt eigentlich nur noch zu sagen. Hat uns wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zusehen auch Spaß gemacht und habt den langen Atem auch gehabt, es zu Ende zu gucken. Dementsprechend, 8 Runden. Ja. ja, es zieht sich manchmal ein bisschen, aber ja, wie Ist gesagt, halt so, ne? wenn man ein bisschen anderes Szenario spielt, dann ist das so, genau. Ja, das Spiel hat jetzt knapp 6 Stunden gedauert, ne? Ich denke schon. So alles in allem und mit bisschen Quatschen dazwischen natürlich. Und ja, man sieht, man kann auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, als nur ein 3-Stunden-Spiel zu machen. Richtig. Vielen Dank gehen, wie gesagt, auch noch Genau. mal an Jens raus für das tolle Gelände. Ja, super, Das, echt. sonst hätten wir heute, glaube ich, gar nicht so viel stellen können. Nee, Gelände haben wir noch gar nicht fertig. Nee. Ich bin ja noch dabei, Palmenbasen zu bauen. Das heißt, Palmen wollten die Grundflächen habe ich schon fertig. Dementsprechend werde ich jetzt demnächst mal anfangen, auch die Palmen entsprechend aufzukleben, damit wir die auch einsetzen können. Dann wird es ein bisschen besonders. Ja, diese Plastikpalmen sind immer sehr glänzend. Dann versuche ich natürlich noch entsprechend die ein bisschen zu bearbeiten, dass die ins Bild passen. Nicht, dass wir da so Speckschweinchen haben. Ja. Und ja, ein bisschen anderes Gelände werden wir auch noch zusehen, dass wir das noch bauen. Bisschen Sanddünen, bisschen, ja, so eine kleine Oase oder sowas. Aber da werde ich entsprechend auch nochmal auf dem Kanal ein kleines Tutorial zu bauen. Genau. Ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen. Ja, schaltet ein beim nächsten Spiel oder dein Tutorial, was du schon angekündigt hast. Genau. Und ja, wir wünschen euch ja, schönen Abend, Tag oder wo auch immer, wie, wann, zu welcher Uhrzeit und hoffen, dass ihr auch wieder beim nächsten Mal einschaltet. Genau. Macht euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Ciao.